Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Partners Presseshow. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und Sie werden sicher heute ein interessantes Thema miterleben können, das Sie dann danach auch noch zu Hause weiter diskutieren dürfen, denn es gibt viele Fragen, die aufgeworfen werden. Ich darf erstmal meinen Gast ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße Herrn Dr. Löning. Herzlich willkommen, Herr Dr. Löning. Sie sind extra aus Köln angereist nach Kassel, sind gut angekommen, wie ich sehe. Und Sie sind erstmal, bevor wir auf Näheres kommen, Genetiker. Unser Thema wird sein Paläontologie und Evolution. Das ist ein Schwerpunktthema Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Vielleicht können Sie erst einmal für den ganz normalen Zuschauer, der sich mit Paläontologie wahrscheinlich noch nicht beschäftigt hat, kurz erklären, was das ist. Ja, gut. Ich bedanke mich erstmal für diese Einladung, Bitte schön. diese freundliche Einladung und Paläontologie. Vielleicht ein Begriff, der nicht ganz so geläufig ist, aber die meisten können was mit dem Begriff Fossilien anfangen. Ja. Und die Paläontologie beschäftigt sich also mit dem Leben aus der Vorzeit und die Fossilien geben darüber Zeugnis ab, was geschehen ist in der Vergangenheit. Mhm. Und jetzt könnte ich natürlich mit den verschiedenen Themen anfangen, die von der Paläontologie behandelt werden. Machen wir es mal so. Warum und wo sehen Sie einen gravierenden Widerspruch denn zwischen der herrschenden Evolutionstheorie, die ja jeder kennt, und den Forschungsergebnissen der Paläontologie, wie Sie ihn propagieren? Ja, nicht nur ich alleine, da sind führende Paläontologen der Welt gewesen, auch heute. Ja. Und zwar, wenn man so überlegt, wie sollte es nach dem Darwinismus angefangen haben, erstmal einzellige Lebewesen und dann sollte langsam in Millionen von Jahren immer weiter neue Formen entstanden sein und die großen Unterschiede, die morphologischen, physiologischen, die gestaltlichen Unterschiede, die großen Baupläne, die müssten dann ganz langsam in Millionen von Jahren entstanden sein. Und stattdessen finden wir ein Phänomen, was nicht nur ich, sondern was die Paläontologen im Allgemeinen als kambrische Explosion bezeichnet haben. Das ist wahrscheinlich der Faktor Zeit, der da eine wesentliche Rolle spielt. Denn die Zeiteinheit, wo das alles passiert sein soll, in Übereinstimmung mit der Entwicklung der Erde, irgendwas kann da nicht stimmen. Ja, genau, also man rechnet dann, diese kambrische Explosion beginnt 544 Millionen Jahre nach heutiger geologischer Zeitrechnung. Mhm. Und wir finden also Folgendes: Fast sämtliche Baupläne des Tierreiches treten schlagartig auf. Und man hat erwartet, dass diese Baupläne sich ganz langsam entwickelt hätten. Und stattdessen finden wir dieses schlagartige Auftreten weltweit. Darum also auch der Begriff Explosion. Der explodiert nichts buchstäblich, sondern das sind eben diese Tierstämme. Aber von 26, 23 ungefähr treten dort schlagartig auf und über 400 Familien. Und wenn man jetzt zurückschaut, dann fehlen von dem Stammbaum, den man erwartet hatte, mindestens 3/4, manche gehen sogar auf 7/8, und zwar wohlgemeint evolutionistische Biologen. Der Stammbaum, da fehlen von vornherein 3/4 mindestens des gesamten Stammbaums. Und der alte Charles Darwin, der kannte das auch. Und der hatte das damals gesagt, dass dieses Phänomen wahrhaftig als ein schweres Argument gegen seine Theorie vorgebracht werden könnte oder kann. Maybe urged as a valid argument against my theory, so ähnlich. Yes. Und er sagte, also wir sind erst am Anfang der Forschung. Und wenn wir fleißig weiterforschen, dann werden wir schon noch die Zwischenform und den Stammbaum finden. Jetzt sind wir also 150 Jahre weiter. Und was wir gefunden haben, ist, wir haben noch mehr Baupläne gefunden, noch mehr Familien. Und das Problem hat sich mindestens verzehnfacht. Also wenn wir zum Beispiel 1859, das ist das Jahr, in dem Charles Darwin seine Original Species veröffentlicht hatte, hatten wir ungefähr 120 Trilobitengattungen. Heute kennen wir 1200 und noch mehr. Also das Problem hat sich vervielfältigt und der Stammbaum, den man erwartet hatte, der ist bis heute nicht gefunden worden.
Und da hatte man alle möglichen Theorien und Überlegungen, eine Metamorphose des Gesteins sei durch Hitze, Druck und weiß ich was, die Zeit hätte alles zerstört. Wir finden aber filigrane Formen, die überliefert sind, die aber nichts mit der Explosion des Kambriums zu tun haben. Also einzellige Formen, einige pflanzliche Formen und also feine Strukturen, die überliefert sind. Und wenn die alle da gewesen wären, die Vorfahren, dann müsste man sie eigentlich auch finden. Und man hat die Welt also 150 Jahre, Tausende von Paläontologen haben das gesucht und haben nicht dieses Phänomen im Sinne der langsamen Evolution des Darwinismus lösen können. Also eine Lückenhaftigkeit in der Fossilienbildung, die da vorhanden ist, wäre das ein Argument oder nicht? Das wird bis heute natürlich vorgebracht, dass man sagt, ja, wir haben nur eine partielle Überlieferung. Auch Charles Darwin hatte es schon gesagt, aus dem Buch der Geschichte sind bloß ein paar Seiten überliefert. Und sein Gegenspieler war der Louis Agassiz, der sagte, nein, nein, wir haben also tatsächlich Beispiele einer guten Überlieferung. Und einer der deutschen Paläontologen, mehrere der deutschen Paläontologen, also Oskar Kuhn, sagte, wir haben in vielen Gruppen ein so reiches Material, ein geradezu erdrückendes Material, Foraminiferen, Korallen, Brachiopoden, Cephalopoden und alle möglichen anderen Formen, dass wir die nach wie vor vorhandenen Lücken als primär vorhanden auffassen müssen. Und dieses Phänomen wiederholt sich. Und zwar an der neueren Arbeit 2018 hat der Paläontologe Günter Bechli darüber ausführlich gesprochen, hat eine Arbeit geschrieben zusammen mit Stephen Meyer und bringt 19 Beispiele solcher weltweiten Explosionen. Da sind die Säugetiere dabei, da sind die Angiospermen, sind die Blütenpflanzen, die weltweit in der Kreide auftreten. Und der alte Charles Darwin dachte, das wäre ein abominable mystery, ein scheußliches Geheimnis. Und hatte auch wieder die Hoffnung, man findet noch die Sachen. Und das scheußliche Geheimnis ist noch scheußlicher geworden durch noch mehr Funde. Und einfach dieses Phänomen, was also mindestens 19 Mal weltweit auftritt, der Lückenhaftigkeit zuzuschreiben, ist ja doch eine unbefriedigende Lösung. Und da muss man noch nach einer Alternative mal fragen dürfen. Damit die Zuschauer jetzt nicht irregeführt werden vor lauter Wissenschaftlichkeit. Also das Phänomen ist, dass eine intelligente Schöpfung, also ein Gottgedanke, ständig versucht wird zu umgehen bzw. nicht zuzulassen. Das ist eine der Motivationen natürlich. Dazu muss man sagen, dass die heutige Naturwissenschaft festgelegt ist auf den Naturalismus. Der Naturalismus heißt, wir müssen natürliche Phänomene möglichst natürlich erklären unter Ausschluss von intelligentem Design. Und es wird aber praktisch zu einem Dogma erklärt. Selbst also einer der führenden Forscher sagte, selbst wenn sämtliche Daten für einen intelligenten Designer sprechen würden, dürfen wir das doch nicht in die Naturwissenschaft reinbringen, denn ist es keine naturalistische Erklärung. Da ist man also total dogmatisch. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist der Naturalismus. Wir dürfen keinen intelligenten Urheber damit einbeziehen. Wobei das sich dann noch erweitert, wo man sich die Frage stellt, wenn es diesen Gott oder intelligenten Schöpfer gibt, wer hat denn den geschaffen? Ne? Also das ist who designed the designer, wie Sie so schön geschrieben haben. Ja, da haben Sie völlig recht. Es ist ein Standardeinwand, der also auch von führenden Darwinisten gebraucht wird. Also eines der Bestseller in letzter Zeit war das Hauptargument. Wir können es nicht akzeptieren, weil wir wollen ja dann nur eine Erklärung haben, die eine noch kompliziertere Erklärung notwendig machen würde. Dazu möchte ich also Folgendes sagen. Die Materialisten haben über 2000 Jahre lang geglaubt, dass das Universum unendlich alt ist und keinen Designer hat, keinen Anfang hat. Erst im 20. Jahrhundert und im vollen Durchbruch in den 60er Jahren ist einem klar geworden, also das Universum hatte einen Anfang. Und
also seit Aristoteles, mehr als 2000 Jahre davor, hat man gesagt, das Universum ist unendlich alt, hatte keinen Anfang. Wenn man das für möglich hielt, warum kann man denn nicht konsequenter auch sagen, wenn es einen Designer gibt, vielleicht hatte der auch keinen Anfang. Also wenn es möglich war, über 2000 Jahre lang zu glauben, dass das Universum keinen Anfang hatte, warum kann man nicht die Schlussfolgerung als Möglichkeit erstmal in den Raum stellen, dass auch der Designer keinen Anfang hatte? Und das ist natürlich das, wenn Sie jetzt den Punkt kurz aufgeworfen, was die Bibel auch sagt. Gott ist ohne Anfang, ist also von Ewigkeit zu Ewigkeit ohne Anfang und ohne Ende. Und diesen Punkt, Ewigkeit zu Ewigkeit, den hatte man über 2000 Jahre auf die Materie angewandt. Und warum kann man diese Ewigkeit nicht auf Gott anwenden, ist die Frage. Aber ist der Maßstab da nicht sehr dreidimensional gesetzt, dass man den Anfang unbedingt postulieren will und das Ende und solche Sachen? Also man müsste doch ein paar Dimensionen weiterdenken. Das ist ohne Frage richtig. Man könnte ja nun überlegen, man muss ja auch unterlegen, es sind ja zwei verschiedene Fragen. Wenn ich also ein Boeing oder eines der Düsenflugzeuge, Verkehrsflugzeuge, was man auch nimmt, fragt, also wer hat diese Maschine gebaut? Dann sagt man Ingenieure, ein Team von Ingenieuren, und dann sagt jemand, ja, aber wo kommen denn diese Ingenieure her? Also ich glaube nicht, dass das Ding gebaut worden ist. Ja. Man müsste also einmal sehen, die beiden Fragen auseinanderhalten. Gibt es denn Hinweise aus der Struktur der Materie, die intelligentes Design nahelegen? Und dann könnte man die andere Frage auch noch stellen, ja, woher kommen denn die Designer? Also man kann eine Schlussfolgerung machen auf Design, ohne die Frage nach der Herkunft der Designer zu stellen. Die ist zwar möglich und berechtigt, aber ändert nichts an der Schlussfolgerung, wenn ich also eine komplexe, spezifische, nicht reduzierbare Systeme habe, dann kann ich auch auf einen Designer schließen. Und die andere erstmal offen lassen, wenn ich möchte. Inwiefern bilden denn die lebenden Fossilien Ihrer Meinung nach ein schweres Problem für die heutige Evolutionstheorie? Das müssen wir kurz ansprechen. Ja, gut. Sind gute Fragen und interessante Fragen. Also man hatte ja erwartet, dass alles fließt. Pantarei, wie die alten griechischen Philosophen schon mal. Alles ist im Fluss, alles bewegt sich. Und nach der Evolutionstheorie sind auch die Lebensformen nicht konstant, sondern alles ist in Bewegung. Alles entwickelt sich weiter durch innerartliche Selektion und durch Selektion mit anderen Lebensformen. Und nun finden wir lebende Fossilien, die auf 300 Millionen Jahren datiert werden und noch länger. Die Baupläne, die auf über 500 Millionen Jahre datiert werden können. Und das war nicht das, was man erwartet hatte. Und die lebenden Fossilien, da hatte man überlegt, ja, das sind dann die Umwelträume, die konstant sind, aber es gibt keine 500 Millionen Jahre konstante Umwelträume oder kaum welche. Ja. Man hatte erst gedacht, ja, das sind die Tiefseeformen, da hat sich nichts verändert. Selbst da gibt es Änderungen. Und viele der lebenden Fossilien findet man gar nicht in der Tiefsee, sondern in Bereichen, in denen eine starke Selektion stattfindet und wo man eigentlich gar keine lebenden Fossilien erwarten würde. Aber diese Konstanz, die völlig unerwartete Konstanz, die widerspricht der Idee, alles fließt, Pantarei, alles ist im Fluss, alles bewegt sich. Und es ist jetzt nicht eine Ausnahmeerscheinung. Wir finden diese lebenden Fossilien bei den Säugetieren, also wenn man die Familien sieht, ja, über 350 Familien gibt es der Säugetier. Diese Merkmale der Familien sind in der Regel konstant, über geschätzte 65 Millionen Jahre, kurz nach der Wende Kreide tertiär. Gibt es neuere Arbeiten auch darüber. Und das Gleiche für viele andere Lebensformen. Ja, wie verhält es sich denn mit der Fossilienüberlieferung des Menschen? Ich meine, wir haben ja verschiedene Funde, der Australopithecus oder den Neandertaler, ja, und so weiter und so weiter. Dann fange ich mit dem Neandertaler natürlich an, der ist der bekannteste. Ja, und da ist ja diese Ironie, dass der wurde ja hier um die Ecke gefunden. Ja, ja, im Neandertal. Die Leute wissen gar nicht, wo das ist. Das ist
Das gehörte einem Geistlichen namens Neumann. Ah, ja. Und Neander ist griechisch für Neumann. Und dieser Neumannstaler, dieser alte Neumannstaler, der galt lange Zeit als so eine Art Übergangsglied zu effischen Formen. Aber er hat sich in den letzten 100 Jahren ungeheuer weiterentwickelt. Er wurde ursprünglich dargestellt, nach vorne übergebeugt und stupide aussehend. Und inzwischen hat er sich bis zum Homo sapiens entwickelt in der Darstellung. Ja. Und wenn man heute einen Neandertaler mit Anzug und weiß ich was in der U-Bahn irgendwo trifft, er würde nicht weiter auffallen. Ich habe mal beobachtet, die Schädelform von heutigen Menschen, es gibt also auch Schädelformen, die denen entsprechen. Interessanterweise hat dieser Neandertaler noch 100 Kubikzentimeter Gehirn mehr gehabt, als wir heute im Durchschnitt haben. Es muss ja nun als Zwischenform irgendwo, hatte man erwartet, weniger. Also es war kein Bindeglied zu irgendwelchen effischen Vorfahren und das ist also inzwischen von den Spezialisten auch allgemein anerkannt. Also nicht das Tier-Mensch-Übergangsfeld? Nein, nicht das Tier-Mensch-Übergangsfeld. Was ja immer im Lehrbuch trotzdem wieder postuliert wird. Ja, was in der öffentlichen, in der Presse kommt sowas, deutet sich sowas immer wieder an. Ja. Der Australopithecus, der galt auch lange als Vorfahre und wird aber heute noch tatsächlich häufig als Vorfahre dargestellt. Es gibt aber eine ganze Anzahl von Wissenschaftlern, die sagen, das war kein Vorfahre. Keiner kann sagen. Und er ist auch in der Fossilüberlieferung schlagartig auftretend. Man kann kein Kontinuum von Vorfahren zum Australopithecus herstellen. Und es gibt auch kein Kontinuum vom Australopithecus zum heutigen Menschen. Da war eine Zeit lang eine Zwischenform diskutiert worden, die inzwischen auch den Australopithecinnen zugeordnet wird. Also wir haben da Sprünge. Der Herr Poppenberg hat einen schönen Film darüber gemacht, über den Ursprung des Menschen, also ein Filmemacher, und hat dieses Thema aktualisiert und also gut dargestellt. Und es gibt also neuere Arbeiten noch zu der Frage, die also zeigen, dass der Australopithecus keineswegs ein unumstrittener Vorfahren des heutigen Menschen ist. Ja, es wird halt immer wieder darauf hingewiesen und wenn man sich nicht eingehend damit beschäftigt, dann bleibt man bei der Erklärung in der Regel stehen, also was die Schulweisheit anbelangt. Ne? Ja, was soll jemand machen, der im Fernsehen in einem Programm, ich denke auch letztens gab es ein interessantes, gut gemachtes Programm, es wird ja mit viel eindrucksvollen Bildern und über die Entstehung des Lebens. Ja. Da wurde gesagt, ja, es entstanden die einfachen chemischen Verbindungen, die haben sich dann zusammengefügt und dann war das Leben fertig. Wenn Sie heute einen Spezialisten fragen, der wirklich von diesen Themen Ahnung hat und selbst einer der entschlossensten Gegner einer jeden intelligenten Designtheorie, Dawkins hat zugegeben, wir wissen nicht, wie das Leben entstanden ist. Aber dem Publikum wird vermittelt, ist ganz einfach, alles ist von selbst entstanden. Und ich möchte den James Tour erwähnen, einer der führenden Chemiker unserer Zeit, der sagte also, es ist ein Mysterium, das war seine Antwort, wie das Leben entstanden ist. Und weil es so komplex ist, so viele Strukturen notwendig sind, so viele Proteine als Mindestmaß, um eine lebende Zelle herzustellen. Und wir können es ja bis heute nicht völlig selber machen. Wir können zwar nachahmen, wir können die DNA programmieren, wenn wir also ein Vorbild haben. Da hat man einen Versuch gemacht, hat also von einem Bakterium die DNA nach dem Vorbild wiederhergestellt, hat eine Zelle entkernt und hat die DNA rausgenommen, hat dann die in den rein, hat wieder funktioniert. Sowas geht schon, aber eine vollständige lebende Zelle. Keiner kann heute eine einzige vollständige lebende Zelle, aber der Eindruck entsteht ja, wir können das als ganz einfach, nur ein bisschen Zeit und schon entsteht die Welt von selber. Das ist eine sehr vereinfachte und nach meinem Verständnis wissenschaftlich falsche Darstellung. Naja, das ist das, was ich vorhin meinte, der Widerspruch zwischen dem Faktor Zeit und diesem Entwicklungsprozess. Ich habe das mal sehr anschaulich in einem Buch von Professor Wilder Smith gelesen. Der sagte dann, wenn man über der Schweiz
Papierzettel abwirft, ein paar Tonnen über der ganzen Schweiz und auf meinem Balkon ausgerechnet die Initialen AES entstehen, das würde von der Wahrscheinlichkeit her dementsprechend, dass also diese molekularen Verbindungen stattfinden können, die das Leben machen, also einfach absurd. Ja. Oder mit anderen Worten, er hat es nochmal gut erklärt, das hat mir immer eingeleuchtet. Wenn Sie einen Volkswagen zerlegen in 1000 Teile und zerstreuen die da in ganz Hessen, und dann warten Sie nur so und so lange, bis er wieder zusammengewachsen ist, durch Umwelteinflüsse und Wind und Sturm. Und das ist einfach lächerlich. Ja, also da wird viel erzählt und wenig bewiesen. Und ich denke immer, das ist gut, dass wir diesen Beitrag machen, weil es den Leuten vielleicht mal einen Anlass gibt, darüber nachzudenken. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich mal die Sache in Frage stellt und vielleicht ein paar Denkanstöße vermitteln kann. Wie ist das denn mit dem gemeinsamen Vorfahren oder diesen Gemeinsamkeiten, DNA-Sequenzen von zum Beispiel Schimpanse und Mensch, die zu 98% übereinstimmen? Was sagen Sie dazu? Also das ist eine Geschichte, die auch populärwissenschaftlich heute noch sehr häufig proklamiert wird. Sie ist ganz einfach so gesehen falsch. Die letzten, seit 2005 hat man ja den Schimpansen DNA sequenziert. Jetzt sind inzwischen also 13 Jahre weiter und wir haben festgestellt, wir haben vieles übersehen. Und also ein Genetiker, der das nochmal sehr gründlich dargestellt hat, ist auf eine Zahl von ungefähr 70% statt 98% gekommen. Einige anderen, also es ist alles noch im Fluss und da wird noch diskutiert, sagen ungefähr 80%. Man muss sich aber vorstellen, selbst wenn wir diese 98,4% nehmen, bei 1,6% Unterschiede würde das über 55 Millionen Unterschiede bedeuten in der DNA zwischen, also einzelne Nukleotide, wenn man Affe und Mensch vergleicht. Und diese 55 Millionen Unterschiede, die dürfen Sie inzwischen verzehnfachen. Sie kommen auf über 550 Millionen spezifische Nukleotidunterschiede. Also die 98%, das ist eine wunderschönes Propagandageschichte gewesen. Der Mensch ist ja bloß ein Affe im grünen Peter Pan-Kostüm, so wurde es da. Die Gribbons haben ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja. Was dabei noch übersehen wird, wir haben nur nicht nur mit dem Affen, was die Proteinsequenzen betrifft, sehr Ähnlichkeit. Wir haben auch mit den Proteinsequenzen der Maus ganz entscheidende Unterschiede. Da wäre der Schimpanse eigentlich nichts weiter als eine Maus im grünen Peter Pan-Kostüm. Wenn Sie die Maus nehmen, dann können Sie auch noch viele Hefegene in der Maus finden. Dann können Sie auch argumentieren, die Maus ist nichts weiter als eine Hefepilz im grünen Peter Pan-Kostüm. Und Sie können auch Ähnlichkeiten finden zwischen Rotkohle und Mensch und was Sie nehmen. Und also diese Ähnlichkeitsargumentation ist an sich schon fragwürdig. Sie ist eben funktionell bedingt, gerade zum Beispiel was Sie grundsätzliche Stoffwechselprozesse betrifft. Die sind natürlich sehr ähnlich. Sie müssen sehr ähnlich sein, weil überall sind Sauerstoff verarbeitende Organismen, die also entsprechend bestimmte komplexe Systeme haben, um diese Energie zu gewinnen mit ATP und allem. Aber es gibt doch auch Mutationen. Entstehen nicht durch Mutationen auch neue Lebensformen? Ja, ich habe ja nun über Mutationen über 30 Jahre gearbeitet. Und hier ist es ja interessant, die Darwinisten hatten den Genetikern gesagt, also wir wissen jetzt Bescheid, was der Ursprung der Lebensform ist, nämlich Mutation und Selektion. Rohmaterial und durch die Mutation und die Selektion siebt aus und dann bleiben eben die besten Formen übrig und entwickeln sich langsam weiter. Ja, und dann hoffte man aufgrund der Antwort Mutation und Selektion in der Pflanzenzüchtung eine Revolution auslösen zu können. Denn man hat ja 3 Zeitraffer. Man kann die Mutationsrate erhöhen, man kann auf 1000-fach und noch mehr. Man kann ganz spezifisch
selektieren und man kann wunderbar rekombinieren. Wir haben 3 Zeitraffermethoden. Und da hatte also eine gewaltige Euphorie war als 28 Maler, Nobelpreisträger später, darüber das erste Mal sprach, über künstliche Auslösung von Mutationen. Und er hoffte, Tier- und Pflanzenzüchtung, eine Revolution würde stattfinden. Und was geschah? Fleißig die ganze Welt, wenn ich mal das so generalisieren darf, also in Europa ist gewaltige Gelder, also es war alles, was man brauchte an Geldern und wir hatten am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung einen der größten Cäsiumstrahler Europas. Ja, ja. Und ein sehr kluger Mann sagte zu mir mal, der dort eine führende Funktion hatte, wir haben dort lastwagenweise Korn reingefahren und bestrahlt und es ist niemals was bei rausgekommen. Und das Phänomen war, wir zerstören eben durch die Strahlung viele Gene. Wir haben selbst in meiner Arbeitsgruppe Gene sequenziert. Frau Yeong Kim hat da fleißig mitgearbeitet. Und wir haben Deletion, das heißt, Stücke sind verloren gegangen. Es gibt Verdoppelungen, es gibt alles Mögliche. Aber eine neue Pflanzenart ist dabei niemals entstanden. Und aufgrund, ich habe auch mit den privaten Pflanzenzüchtern in Bonn gesprochen, die haben gesagt, das haben wir wieder abgeschafft, da ist nichts bei rausgekommen. Es ist ganz wenig bei rausgekommen. Was rauskommen kann, ist, wenn Sie einen Giftstoff in einer Pflanze haben und Sie treffen die Gene, die für die Synthese dieses Giftstoffes notwendig sind und schalten die weg, dann haben Sie eine Pflanze, die Sie essen können, die Lupines, die Süßlupine zum Beispiel. Ja. Die wurde selektiert, also war eine spontane Mutation wahrscheinlich. Und dann kann man die Süßlupine jetzt als Tierfutter gebrauchen. Aber also abbauen kann man wunderbar damit, aber eine neue, komplexe Struktur damit aufzubauen, ein Genwirksystem, was aus mehreren Genen zusammenarbeitet, eine neue Synthese aufbaut, ist nie gelungen und ist auch mathematisch zu unwahrscheinlich. Und darum haben die Pflanzenzüchter das schlicht und einfach aufgegeben. Und dieses gewaltige Gerät, was wir hatten am Max-Planck-Institut, mit über 1 Meter dicken Mauern, falls da mal irgendwas nicht mehr funktionieren würde, wie die Strahlung, die ja gefährlich werden könnte. Das ganze Ding ist abgebaut worden, das existiert heute nicht mehr. Und da ist jetzt ein schönes Institut steht in der Nähe dieses also die darwinistische Selektionstheorie stellen Sie in Frage? Ja. Wenn ich das richtig verstanden richtig, habe. Ja. Es ist auch bei der Selektion, wenn Sie das Thema nehmen. Wir haben ja eine Überproduktion von, also mehrere Pilze, die produzieren Milliarden von Sporen und dass nun der beste Pilz da überlebt, ist nun denkbar unwahrscheinlich. Also ein Frosch, der hat im Laufe der Generation 12.000 Nachkommen und dass der beste Frosch da selektiert wird und überlebt, das hängt von 1.000 Zufällen ab. Ja? Also die kann man auch in Frage stellen. Ich habe eine Arbeit darüber auf meiner Homepage, die man nachschauen kann. Nun waren Sie ja lange am Max-Planck-Institut tätig. Sie haben das alles auch entsprechend wissenschaftlich verarbeitet. Wie ist denn das wird die Zuschauer sicher interessieren, die vorherrschende Meinung unter den Wissenschaftlern allgemein? Kann man das so sagen? Welche Theorien werden von wem, wo, was vertreten? Gibt es da, wo man, oder anders gesagt, gibt es da eine bestimmte Stoßrichtung, wo man sagt, ja, wir anerkennen den intelligenten Designer oder nicht oder auf keinen Fall oder wir arbeiten noch dran? Also das wäre ja die sinnvollste Reaktion, wir lassen die Frage offen und arbeiten noch daran. Ja. Aber die heutige Auffassung ist, und da gibt es also offizielle Stellungnahmen von der American Association for the Advancement of Science, der AAAS und andere. Also intelligentes Design ist keine Wissenschaft, es hat in der Naturwissenschaft absolut nichts zu suchen. Wie schon am Anfang erwähnt, da ist man totalitär dogmatisch, will ich mal jetzt mal doch so sagen. Und wie gesagt, schon wenn die Formulierung, es war in der Zeitschrift Science nach meiner Erinnerung, ein
der hieß Todd mit 2D geschrieben, einer der, die also einen Kommentar dazu geschrieben haben. Sagte, selbst wenn alle Daten für einen intelligenten Designer sprechen würden, könnten wir das doch nicht akzeptieren, weil in der Naturwissenschaft nur der Naturalismus gilt, also eine totale Dogmatik, ich würde sagen eine Denkblockade. Wenn es wirklich Daten gibt, die für einen Designer sprechen, dann kann man auch nicht sagen, das darf aber nicht sein, sondern muss diese Daten akzeptieren als solche und die Frage stellen dürfen, als eine naturwissenschaftlich gesehen vorläufige Möglichkeit in Betracht ziehen, dass dahinter ein genialer, intelligenter Designer stehen könnte. Wir haben ja in Kassel einen Evolutionsbiologen, Herrn Professor Kutschera, der so ein bisschen natürlich die reine Evolutionstheorie vertritt als solche. Ja. Mit dem hatten Sie ja auch schon Ihre Probleme, wie ich gehört habe. Was sagen Sie denn zu dessen Forschungsergebnissen oder Forschungsarbeit? Also ich würde erst mal sagen, auf dem Thema der Genderforschung bringt er sehr intelligente und sehr vernünftige Argumente, obwohl es ja nicht dem Zeitgeist entspricht. Aber ich hörte, dass Sie wohl auch versucht haben, eine Gegenposition, eine öffentliche Diskussion. Ja. Bei wie viele Leute haben Sie angeschrieben? Das weiß ich nicht mehr, Hunderte wohl. Ja, und dass keiner bereit war. Ärger gekriegt. Auch. Ja, dass keiner bereit war, mit Herrn Kutschera zu diskutieren. Was ja schon für sich spricht. Also wenn man ganz sicher ist, dann geht man ja gerne hin und sagt, hör mal zu, wir haben so eine guten Daten, das können wir, was du da behauptest, widerlegen. Was das Thema Evolution und Schöpfung, da ist Herr Kutschera bedauerlicherweise, ich nenne es mal vorsichtig, sehr festgelegt. Und er meint, dass eine solche Theorie grundsätzlich nichts in den Naturwissenschaften zu suchen hat. Er ist also ganz der Auffassung, die ich zitiert habe, die Auffassung des Naturalismus. Dieses Zitat scheint mir doch sehr wichtig zu sein, darum betone ich es jetzt nochmal. Selbst wenn alle Daten für einen intelligenten Designer sprechen würden, dann hätte das doch keinen Platz in den Naturwissenschaften, weil die Naturwissenschaften nur naturalistisch arbeiten dürfen. Und er sagt ja immer, er hätte die Sachen widerlegt, die Argumente, aber er hat sie nach meinem Verständnis, hat er sie nicht widerlegt. Ich finde bei ihm keine überzeugende Erklärung für die Entstehung des Lebens. Ich finde bei ihm, auch in seinem Lehrbuch, keine überzeugende Erklärung für die Kambrische Explosion. Ich finde keine überzeugende Erklärung für Mutation und Selektion. Er setzt die Sache voraus. Nennt sich die additive Typogenese. Die über langsame Zwischenstufen, Tausende von Zwischenstufen, in Millionen von Jahren ganz langsam die Form entstehen lässt. Und die 19 Beispiele, die der Paläontologe Günter Bechley 2018 publiziert hat, sprechen ganz klar gegen eine solche kontinuierliche additive Typogenese, die jetzt neue Lebensformen über Millionen von Zwischenstufen, ja, so hat es Darwin auch formuliert, es müsste unendlich viele dazwischen sein. Ich möchte noch mal kurz, mein Verb fehlt mir jetzt. Ich möchte noch mal kurz zum Beispiel auf die Bibel zu sprechen kommen, wo ja dieser Designer erwähnt wird. Das haben Sie ja in Ihren Arbeiten auch postuliert. Mit der Begründung auf die Bibel, wo in der Bibel das erwähnt wird. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mal gehen darf auf Psalm 90,2, Jesaja 40, 28, Offenbarung 10, 6 und so weiter. Ja. Ne? Also wir müssen jetzt zwei Sachen auseinanderhalten. Genau. Einmal die intelligente Designtheorie, die jetzt von dem Objekt ausgeht. Ja. Also von dem wir stehen vor der Photosynthese und fragen, wie ist die Photosynthese entstanden? Ohne einen religiösen Hintergrund kann man diese Frage stellen. Rein als Naturwissenschaftler. Das habe ich schon so verstanden. Ohne dass man jetzt sagt, die Bibel sagt aber so und so. Und wir argumentieren rein naturwissenschaftlich, also wenn ich jetzt mal das Beispiel nehmen darf, also ein Grashalm. Wenn jemand fragt, wie können wir sowas nachbauen, dann kann man nur feststellen, die Photosynthese selbst ist nicht vollständig erklärt. Wir können heute
alle möglichen Dinge erklären, aber wenn Sie jetzt die besten Forscher der Welt nehmen, die besten Nobelpreisträger, die über Naturwissenschaftler gearbeitet haben, über Physiker, Pflanzenphysiologen, und sagen, ihr kriegt jeder 100.000 €, wenn ihr nur zusammenkommt zu uns und wenn ihr euch hinsetzt und darüber diskutiert. Und wir geben euch die Aufgabe, aus den Elementen Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Schwefel und dergleichen, die Elemente, aus denen ein Grashalm besteht. Und ihr baut uns mal einen einzigen Grashalm. Und ihr kriegt alle Möglichkeiten, alle Laboratorien der Welt, jedes Geld, jedes Forschungsgeld, das ihr braucht. Und ihr baut uns einen einzigen Grashalm. Wissen Sie, was die machen, wenn sie doch zusammengekommen sind? Die nehmen ihre 100.000 € gerne an und sagen, es tut uns leid, so weit sind wir noch nicht. Und die gehen alle ganz still nach Hause. Und die Millionen, die in Aussicht gestellt worden ist, die können sie nicht nehmen, weil wir bis heute nicht verstehen, wie so ein Grashalm in allen Einzelheiten, die physiologischen, morphologischen und anatomischen Prozesse in allen Einzelheiten präzis aufgebaut sind. Anatomie ist schon sehr gut weit fortgeschritten. Wir können es aber nicht synthetisieren und aus den Elementen einen Grashalm bauen. Aber interessanterweise, dieselben Leute, die zugeben, dass sie nicht einen einzigen Grashalm aufbauen können, erzählen ihnen, wir wissen ganz sicher Bescheid, wie der entstanden ist, nämlich durch Zufallsmutation und Selektion. Und es gibt keinen Designer, einen intelligenten Designer, der dahinter steckt. So, das ist die eine Sache. Die Theorie als naturwissenschaftliche Theorie arbeitet mit naturwissenschaftlichen Begriffen, und zwar spezifische und nicht reduzierbare Komplexität. Und fragt jetzt, wie entsteht nicht reduzierbare und spezifische Komplexität? Was ist die mathematische Wahrscheinlichkeit? Was wissen wir? Antwort, nur durch Intelligenz entsteht sowas. Gesamte Erfahrung, ohne Bibel und ohne religiösen Hintergrund. Und was jetzt die Bibel betrifft, dann kann man natürlich feststellen, dass das natürlich die Schlussfolgerung von einem intelligenten Designer der Bibel sehr nahe kommt. Denn das ist natürlich auch das, was die Bibel vermittelt und postuliert. Wenn etwa der Apostel Paulus argumentiert im Römerbrief im Kapitel 1, Verse 20, 22 so rum, dass der Mensch unentschuldbar sei, denn die Schöpfung beweist den Schöpfer, dass da ein intelligenter, genialer Schöpfer ist, in meinen Worten jetzt zusammengefasst. Also diese beiden Punkte entsprechen sich natürlich, aber es wird nicht von der Theorie, von der intelligenten Designtheorie argumentiert, also weil die Bibel das sagt, deswegen muss es sein, sondern das sind zwei unabhängige Ansätze. Genau. Also Kepler hat es schon mal so gesagt, Gott hat sich auf zweierlei Weise offenbart. Einmal in der Natur und einmal in der Schrift, in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und die beiden sollten natürlich auch zusammenklingen, wenn man es genau betrachten möchte. Und natürlich gibt es eine ganze Anzahl von Bibeltexten, diese, die jetzt gerade zitiert haben, sprechen alle davon, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert, ohne Anfang und ohne Ende. Und ich habe ja vorhin betont, die Materialisten haben auch postuliert, dass die Materie von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert, ohne einen Anfang zu haben, können aber absolut nicht akzeptieren, dass Gott keinen Anfang gehabt hat. Und das scheint mir nicht ganz konsistent zu sein. Zum Abschluss die Frage an Sie als akribischer Wissenschaftler. Was denken Sie konkret? Vielleicht noch ein bisschen was zu Ihrer persönlichen Meinung zur intelligenten Schöpfung. Ja, also ich bemühe mich immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu sein, neue Publikationen zu studieren. Ich habe eine ganze Anzahl von Arbeiten geschrieben, auch 2018 wieder, über ganz bestimmte Fragen. Also es geht über die Gallbildung bei Pflanzen. Nur mal kurz zu erwähnen, diese Pflanzengallen sind oft hochkomplizierte, von Insekten hervorgerufene Bildungen. Die Pflanzen haben davon gar nichts. Die haben noch dazu eine gewisse Last, die sie tragen müssen, wenn sie viele komplexe Gallen bilden. Und das darf nach dem Darwinismus gar nicht existieren, sowas.
Aber Einzelheiten bitte auf meiner Homepage zu der Frage Gallbildung. Meine persönliche Auffassung ist die Daten, die wir haben, also zum Beispiel vor 150 Jahren dachte man, so eine einzelne Zelle ist ganz einfach, ein bisschen Protoplasma, irgend so ein gelförmiges Gebilde, das entsteht von selber. Bathybius haeckelii hatte der Huxley noch postuliert mit dem Haeckel zusammen, irgend so ein Urschleim, der sich dann zu Zellen bildet. Und was wir heute finden, ist eine ungeheuer komplexe Struktur in einer einzigen Zelle mit Kraftwerken, mit also Mitochondrien, mit endoplasmatischem Retikulum, allen Raffinessen, die Sie sich vorstellen können. Eine ganze Welt an komplexen Maschinen hat sich da aufgetan. Und es ist also tausendmal komplexer, als man es sich vor 150 Jahren noch vorstellen konnte. Und ich denke, die ganze Struktur, die ganze Zielrichtung ist, es wird immer komplexer und es wird immer deutlicher. Da ist spezifische Komplexität, nicht reduzierbare Komplexität und das heißt intelligentes Design, rein als Naturwissenschaftler. Und das ist meiner persönlichen Auffassung entspricht, dass die Bibel hier vor 2000 Jahren schon und noch länger, die Schriften des Mose werden auf über 3500 Jahre datiert, dass hier die Menschheit der Wahrheit viel näher waren als die heutige Zufallsgeschichte. Sie müssen sich ja vorstellen, dass es praktisch der Zufall und die Selektion einen Herr Portner hervorgebracht haben soll. Und ich glaube, das braucht einen starken Glauben. Man braucht weniger Glauben an einen intelligenten Designer als an den Zufall mit der Selektion, die die ganze Welt erschaffen haben soll, die tausendmal komplexer ist, als man sich die Sache vor 150 Jahren noch vorgestellt hat. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Das war hochinteressant. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, für Sie auch. Und wenn Sie das jetzt nicht genau sehen konnten, unter www.mediathek-hessen.de können Sie das noch einmal im Internet nachvollziehen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ihnen danke ich, dass Sie hier waren als Gast. Tschüss und guten Abend ins Sendegebiet.